Karl Höllenreiner war einer von wenigen, die überlebten und einer von noch weniger, die später öffentlich sprachen. Geboren 1920 in München, wuchs er in einer Sinti-Familie auf. 1943 wurde er mit seiner Familie deportiert, zuerst nach Auschwitz-Birkenau, später ins KZ Dachau. Er trug das braune Dreieck mit dem Buchstaben Z, ein Kennzeichen, das im Nationalsozialismus als Stigma für Sinti und Roma verwendet wurde. Von dieser diskriminierenden Bezeichnung distanziere ich mich ausdrücklich. In Dachau wurde er zum Opfer eines der grausamsten NS-Verbrechen, und zwar den Meerwasserexperimenten. Die medizinischen Verbrechen an Sinti und Roma begannen nicht in den Lagern, sie begannen in Amtsstuben, Laboren und Hörsälen. Die Nürnberger Rassegesetze von 1935 machten Sinti und Roma ab 1936 den Juden gesetzlich gleichgestellt. Sie verloren Bürgerrechte, wurden aus Schulen und Berufen gedrängt. Robert Ritter, Leiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle, ließ Tausende Sinti und Roma erfassen, vermessen und klassifizieren, oft mit Zwang. Seine engste Mitarbeiterin Eva Justin untersuchte jahrelang Sinti- und Roma-Kinder für ihre Doktorarbeit. Viele dieser Kinder wurden unmittelbar nach den Untersuchungen deportiert und ermordet. Die pseudowissenschaftlichen Gutachten dienten als Rechtfertigung für Zwangssterilisationen, Internierungen und später für medizinische Versuche. Karl Höllenreiner wurde 1920 in München in eine Sinti-Familie geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten geriet auch seine Familie ins Visier der Behörden. Erfasst, registriert und überwacht. 1943 wurde Karl Höllenreiner mit einem Transporter nach Auschwitz verschleppt. Von dort brachten ihn die SS im Sommer 1944 ins KZ Dachau, gezielt für medizinische Experimente. Dachau war eines der Hauptzentren der NS-Menschenversuchen, und zwar Unterkühlungstests, Höhenversuche, Impfstoffexperimente und die Meerwasserexperimente, an denen fast ausschließlich Sinti und Roma beteiligt waren. Im Juli 1944 begann eine Versuchsreihe unter der Leitung von Professor Hans Eppinger, unterstützt von Wilhelm Beigelböck. Ziel war es zu testen, ob man Meerwasser trinkbar machen konnte. Die Probanden waren überwiegend Sinti und Roma und erhielten ausschließlich Meerwasser oder chemisch behandeltes Meerwasser. Innerhalb weniger Tage setzten extreme Dehydrierungen, Nierenversagen, Krämpfe und Fieber ein. Manche tranken heimlich ihren eigenen Urin, um zu überleben. Karl Höllenreiner erinnert sich später, dieser Lump hat mein Leben ruiniert. Gemeint war Beigelböck. Wochenlang hungerte und dürstete er, bis er dem Tod nahe war. Viele seiner Mithäftlinge starben qualvoll. Die medizinischen Verbrechen waren eingebettet in ein Netz von Tätern. Wilhelm Frick als Reichsinnenminister schuf die gesetzlichen Grundlagen. Robert Ritter und Eva Justin lieferten die Opferlisten. Eppinger und Beigelböck führten die Experimente aus. Viele dieser Täter entkamen der Gerechtigkeit. Beigelböck erhielt im Nürnberger Ärzteprozess 15 Jahre Haft, wurde aber bereits 1951 entlassen. Justin arbeitete nach 1945 als Psychologin und Gerichtsgutachterin in München. Ritter im Gesundheitsamt Frankfurt, ohne je verurteilt zu werden. 1946/1947 standen 25 Personen im Nürnberger Ärzteprozess vor Gericht. Die Anklage lautet Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Karl Höllenreiner sagt als Zeuge aus. Er sprach über Hunger, Durst und den täglichen Kampf ums Überleben. Seine Worte machen deutlich, die Opfer waren keine Nummern, sondern Menschen mit Familien, Träumen und einem Leben vor der Verfolgung. Lange Zeit blieb der Völkermord an den Sinti und Roma in der Öffentlichkeit unsichtbar. Erst in den 1980er Jahren erkannte die Bundesregierung ihn offiziell als Völkermord an. In Nürnberg erinnert seit 2000 ein Mahnmal am Frauentorgraben an die Opfer. Es steht in Sichtweite des Ortes, an dem die Nürnberger Rassegesetze beschlossen wurden, und macht die Verbindung zwischen Gesetz und Mord sichtbar. Wir sprechen mit Nino, einem jungen Sinti aus Nürnberg. Wenn man sich zu der Minderheit nicht bekennt, dann hat man keine Probleme in der Gesellschaft. Aber an dem Zeitpunkt, wo die Leute sagen, dass sie Sinti oder Roma sind, auf einmal kommen dann Probleme, wo keine vorher waren, und die Leute werden dann auf einmal anders behandelt. Das Problem haben wir nicht nur in Nürnberg. Also ich würde sagen, allgemein wird die Opfergruppe der Sinti und Roma immer im
Hintergrund gedrängt und nicht so wahrgenommen wie bei der jüdischen Bevölkerung. Obwohl es eigentlich wie bei den Juden eine rassische Verfolgung war. Also das nimmt sich nichts, aber trotzdem wird die Opfergruppen, es werden Unterschiede trotzdem angemacht. Ja. Das andere ist ein bisschen wichtiger, das andere wird im Hintergrund geschoben. Ja, da hätte ich mehrere Wünsche natürlich. Ich würde jetzt mal einfach 1, 2 Stück sagen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Leute mehr auf unsere Opfergruppe schauen, dass das nicht vergessen wird natürlich. Und das Zweite wäre, dass die Mehrheitsgesellschaft ehrlich uns auch als Deutsche ansieht. Wir sind schon seit über 600 Jahren in diesem Land. Und in erster Linie sind wir Deutsche. Ja. Und danach kommt erst mal das Sinti oder Roma. Ja. Die medizinischen Verbrechen an Sinti und Roma zeigen, wie aus Paragraphen Folter werden kann und aus Ideologie Mord.